70 nach Christus. Ein Erdbeben reißt einen Wassertank in Pompeji auf, doch statt undicht zu werden, schließen sich die Risse von selbst, ohne menschliches Eingreifen, ohne moderne Chemie. Das Geheimnis steckt in einem einzigen Bestandteil des Betons. Er reagiert mit Wasser und bildet neuen Stein. Erst 2021 haben wir diesen Trick wiederentdeckt. Die Forumsthermen in Pompeji galten als Meisterwerk der Ingenieurskunst. Ihre Wassertanks fassten tausende Liter und waren mit einem besonderen Beton ausgekleidet, einem Material, das selbst den Ausbruch des Vesuv überstand. Doch als Archäologen 2021 in diese Tanks bohrten, stießen sie auf etwas Unerwartetes. Der Beton war nicht nur intakt, er hatte sich selbst repariert. Winzige Risse, kaum breiter als ein Haar, waren mit frischem Kalzit gefüllt. Die Römer hatten ein Material geschaffen, das sich wie lebendiges Gewebe regenerierte. Römischer Beton war nicht nur fester als unser heutiger, er war intelligenter. Das Rezept, das Vitruv in der Architectura überlieferte, bestand aus Vulkanasche, Kalk und Meerwasser. Doch der entscheidende Unterschied lag im Kalk. Während moderner Zement fein gemahlenen Klinker verwendet, mischten die Römer den Kalk in groben Stücken bei, sogenannten Klasten. Diese Klumpen lösten sich beim Mischen nicht vollständig auf, sondern blieben im Beton erhalten. Sie warteten nur darauf, dass Wasser eindrang. Sobald sich Risse bildeten, reagierte der Kalk mit dem Wasser und bildete Kalzit, der die Spalten verschloss. Ein Selbstheilungssystem, das von Anfang an im Material angelegt war. 2021 untersuchte ein Team um die Geologin Marie Jackson Bohrkerne aus den Wassertanks Pompejis mit dem Rasterelektronenmikroskop. Was sie fanden, schrieb die Geschichte des Betons neu. Die Aufnahmen zeigten Kalklasten, eingebettet in die Betonmatrix, umgeben von Kalzitkristallen. Es waren keine zufällig gefüllten Risse. Sie waren gezielt so konstruiert, dass sie heilten. Die Römer waren zufällig auf eine chemische Reaktion gestoßen, die die moderne Wissenschaft bis heute nicht nachbauen konnte. Der Trick hieß Heißmischen. Brandkalk wurde direkt in die nasse Mischung gegeben, wodurch ein reaktiver Brei entstand, der diese selbstheilenden Klasten zurückließ. Moderner Zement ist eine Klimabelastung. Bei der Herstellung einer Tonne Portland-Zement entstehen fast 1 Tonne CO2. Und er hält nicht lange. Unsere Brücken und Autobahnen bekommen schon nach wenigen Jahrzehnten Risse und müssen ständig repariert werden. Das Problem? Unser Zement ist zu spröde. Ihm fehlt die Flexibilität des römischen Betons, der Spannungen abfedern konnte, ohne zu brechen. Doch der größte Unterschied liegt im Kalk. Moderner Zement verwendet fein gemahlenen Klinker, der keine reaktiven Klasten zurücklässt. Wenn Risse entstehen, gibt es nichts, was sie verschließen könnte. Das Ergebnis ist ein Material, das zerfällt, statt zu bestehen. Doch jetzt kommt der entscheidende Punkt. Diese 2000 Jahre alte Technologie könnte die globalen CO2-Emissionen um 8% senken. Das entspricht dem Ausstoß aller Autos in Europa. Die Lösung? Klinker durch kalkbasierte Alternativen ersetzen. Genau wie die Römer es taten. Unternehmen wie Solidia Technologies experimentieren bereits damit und reduzieren den CO2-Fußabdruck von Zement um bis zu 70%. Doch der eigentliche Durchbruch ist der Selbstheilungseffekt. Wenn wir die Kalkklasten nachbauen, entstehen Strukturen, die Jahrhunderte überdauern, nicht nur Jahrzehnte. Die Römer bauten nicht für ihre Zeit, sie bauten für die Zukunft. Die Wassertanks von Pompeji waren mehr als eine ingenieurtechnische Meisterleistung. Sie waren eine Mahnung. Die Römer lösten ein Problem, mit dem wir heute noch kämpfen. Nachhaltiges Bauen. Ihr Beton hielt nicht nur, er passte sich an. Heute holen wir endlich auf. Doch es gibt ein Problem. Die Bohrkerne, die dieses Geheimnis enthüllten, stammen aus Ruinen, die unter Massentourismus und Vernachlässigung leiden.
Wenn wir Pompeji verlieren, verlieren wir den Bauplan für eine grünere Zukunft. Wenn Sie das nächste Mal ein Schlagloch sehen, denken Sie daran, die Römer bauten Straßen, die 2000 Jahre hielten. Ihr Geheimnis war keine Zauberei, es war Chemie. Und es liegt noch immer offen da in den Ruinen Pompejis. Wenn euch Geschichten gefallen, die wahr sind und trotzdem kaum zu glauben, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, woher ihr gerade zuschaut. Bis zum nächsten Mal.